Willkommen bei Stuttgart 21. In diesem Zeitraffer begleiten wir die Bauarbeiten am künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof über fast 10 Jahre hinweg. Von den 3 Kameras auf dem Turm des Brunnersbaus aus beobachten wir, wie der Bahnhof Stück für Stück entsteht. Wir beginnen im Jahr 2016. Hier laufen die Arbeiten in der Baugrube bereits. Große Teile des Erdreichs sind ausgehoben. Im Bereich der späteren Bahnsteighalle entsteht zunächst das sogenannte Bohrplanum, eine Arbeitsfläche aus Kies für die schweren Spezialtiefbaugeräte. Im Vordergrund wird der Fußgängersteg zum Querbahnsteig errichtet. Direkt unter der Baugrube befindet sich der bestehende S-Bahn-Tunnel. Der künftige Bahnhof entsteht später teilweise nur wenige Zentimeter darüber. 2017 prägen vor allem die Gründungsarbeiten das Bild der Baustelle. Immer wieder rollen Pfahlbohrgeräte an ihre Position. Sie bohren tiefe Löcher in den Untergrund. Anschließend werden Bewehrungskörbe eingesetzt und die Bohrlöcher mit Beton verfüllt. So entstehen die Gründungspfähle der späteren Bahnsteighalle. Sie nehmen die Lasten der künftigen Bahnsteighalle auf und verteilen sie in tiefere Bodenschichten. Parallel dazu werden erste Bodenplatten betoniert. Immer mehr Krane kommen auf die Baustelle. Gleichzeitig entstehen erste Kranfundamente, Technikbereiche und Baustellenzufahrten. Besonders auffällig sind jetzt die ersten Arbeiten an den Kelchstützen. Zunächst entstehen die massiven Kelchfüße. Große Folien schützen empfindliche Bereiche vor Regen und niedrigen Temperaturen. Kurz darauf beginnt der Aufbau der Schalung für die sogenannten Kelchblüten, den oberen Teil der Kelchstützen. Im Hintergrund wandelt sich die Baustelle fast wöchentlich. Erdlager werden gefüllt und wieder abgetragen, neue Baugruben entstehen, andere Bereiche werden bereits wieder vorbereitet oder verfüllt. 2018 laufen die Arbeiten in mehreren Bauabschnitten gleichzeitig. Im hinteren Bereich der Baustelle wird bereits Richtung Südkopf erweitert. Gleichzeitig entstehen im Sichtbereich der Kameras immer mehr Kelchstützen. Gut zu erkennen sind jetzt die Innenschalungen der Kelche. Sie geben den Stützen beim Betonieren ihre charakteristische Form. Die Arbeiten daran erfolgen abschnittsweise. Erst wird geschalt, anschließend folgen Bewehrung und Betonage. Danach beginnt derselbe Ablauf am nächsten Kelch erneut. 2018 laufen an mehreren Kelchen gleichzeitig Betonarbeiten. Wenig später folgen die sogenannten Randkelche, also die Kelchstützen, die fließend in die Wand der Bahnsteighalle übergehen. Parallel dazu gehen die Gründungsarbeiten weiter. Immer neue Bohrpfähle entstehen, andere Bereiche werden erneut ausgehoben. Dort folgen später Bodenplatten, Technikkanäle oder Treppenanlagen. Im Sichtfeld der nördlichen Kamera entstehen jetzt die Unterfahrten für Aufzüge und Fahrtreppen zu den späteren Verteilerstegen. Gleichzeitig werden Medienkanäle betoniert und Außenwände geschalt. Mit jedem neuen Bauabschnitt verändert sich auch die Baustellenlogistik. Zufahrten werden verlegt, Arbeitsflächen werden angepasst. Besonders dort, wo später die Kelchstützen entstehen, verdichtet sich die Baustelle zunehmend. 2019 verändert sich die Baustelle beinahe im Monatsrhythmus. Während an einigen Stellen bereits Kelche betoniert werden, laufen wenige Meter entfernt noch Gründungsarbeiten. Die große Baustellenrampe, über die lange Zeit Material in die Baugrube transportiert wurde, wird Stück für Stück zurückgebaut. Dadurch entstehen neue Arbeitsflächen. Gleichzeitig wird die Versorgung der Baustelle komplizierter. Material gelangt jetzt immer häufiger per Kran an seinen Bestimmungsort. Im Bereich der späteren Bahnsteige entstehen Technikkanäle, Bodenplatten und Wandabschnitte. Immer wieder werden dafür Bewehrungen eingebaut, Schalungen gestellt und anschließend betoniert. An der nördlichen Kamera lässt sich besonders gut beobachten, wie ein Kelch entsteht. Zunächst wird der Kelchfuß hergestellt, danach wachsen die Schalungselemente Stück für Stück in die Höhe. Anschließend folgen Bewehrung und Betonage der Kelchblüte. Im Hintergrund laufen derweil weitere Aushubarbeiten. Neue Bohrpfähle entstehen, gleichzeitig wird der Fußgängersteg erneut angepasst, damit die Arbeiten weitergeführt werden können. Währenddessen entstehen immer mehr Kelchstützen gleichzeitig. 2020 prägen die Arbeiten an Decken und Bahnsteigen zunehmend das Bild der Baustelle. Vor allem im Bereich des Südkopfs wächst die Konstruktion nun sichtbar in die Breite. Zwischen den einzelnen Betonierabschnitten bleiben zunächst schmale Bereiche offen. Diese sogenannten Schwindgassen werden erst später geschlossen. Beton verändert sich während des Aushärtens noch einige Zeit. Die offenen Bereiche helfen dabei, Spannungen kontrolliert aufzunehmen. Im Sichtfeld der westlichen Kamera entsteht links im Bild eine unterirdische Spannbetonbrücke. Dafür werden lange Spannglieder verlegt und später unter hoher Kraft verspannt.
So kann die Konstruktion große Lasten aufnehmen, ohne zusätzliche Stützen über dem darunterliegenden S-Bahn-Tunnel zu benötigen. Parallel dazu laufen auf der gesamten Baustelle weiterhin Bewährungsarbeiten. Immer wieder werden große Mengen Stahl verbaut, hier zum Beispiel in den Schwindgassen. Kurz darauf folgen Ausschalung und Betonage. Besonders im Zeitraffer wird sichtbar, wie häufig dieselben Arbeitsschritte wiederholt werden. Bewehren, schalen, betonieren, ausschalen. Und anschließend beginnt der Ablauf im nächsten Bauabschnitt erneut. 2021 prägen die Kelchstützen immer stärker das Bild der Baustelle. Mehrere Kelche entstehen jetzt parallel. Gleichzeitig werden erste Bereiche der Decke bereits wieder geschlossen. Diese Flächen dienen später wegen des limitierten Platzes auch als Arbeits- und Lagerflächen. Gleichzeitig entsteht auf der Baustelle ein Fertigteilwerk, eine sogenannte Feldfabrik. Dort werden Wandteile direkt an Ort und Stelle produziert und anschließend eingebaut. So entfallen viele Schwertransporte durch die Innenstadt. Immer sichtbarer werden jetzt auch die Abdichtungsarbeiten. Zunächst wird eine Schicht aus Epoxidharz aufgetragen. Darüber folgen graue Bitumenschweißbahnen und schließlich schwarzer Gussasphalt. Kurze Zeit später wird darauf der Fußgängersteg wieder errichtet. 2022 erreicht die Baustelle ihre dichteste Phase. Nahezu überall wird gleichzeitig gearbeitet. Das Dach wird immer weiter geschlossen und abgedichtet. Ab Ende März wird der alte Fußgängersteg zurückgebaut. Darunter kommt der Kelchfuß zum Vorschein. Direkt im Anschluss folgen Schalung, Bewehrung und Betonage der Kelchblüten. Gleichzeitig entstehen weitere Kelchstützen. Andere Bereiche werden bereits abgedichtet oder verfüllt. Die Baustelle wirkt jetzt fast wie ein riesiges Puzzle aus parallel laufenden Arbeitsschritten. Im Juni ist für kurze Zeit eine markante, hufeisenförmige Konstruktion am Nordkopf sichtbar. Sie bildet später einen der Zugänge zur sogenannten Kartoffel, die Verbindung zu den Bahnsteigen der S-Bahn-Station Hauptbahnhof. Parallel dazu laufen an anderen Stellen weiterhin Schalungs- und Betonarbeiten. Im Bereich der Staatsgalerie entsteht die markante, runde Wand der Stadtbahnhaltestelle. Gleichzeitig laufen am Südkopf weitere Arbeiten an Decken und Dachbereichen. Auch die Schwindgassen werden nach und nach geschlossen. Dafür werden die offenen Zwischenräume erneut bewehrt, geschalt und betoniert. 2023 verändert sich die Baustelle erneut deutlich. Viele große Rohbauarbeiten nähern sich ihrem Abschluss. Links im Bild ist zu sehen, wie sich die Launchdecke mit ihren charakteristischen Aussparungen für die Beleuchtung und die verbleibenden Schwindgassen schließen. Immer mehr Krane werden nun außerhalb des Baufelds platziert. Große Kranlöcher werden geschlossen. Gleichzeitig beginnen die Vorarbeiten für den Einbau der Lichtaugen. Dafür richtet sich die Firma Seele auf der Baustelle ein. Große weiße Zelte prägen nun das Bild. Unter ihnen laufen Vermessungs- und Montagearbeiten, denn bevor die Lichtaugen eingebaut werden können, müssen die Kelche millimetergenau vermessen werden. Deshalb werden einzelne Bereiche immer wieder aufgedeckt oder eingerüstet. Zum Jahresende schließen sich die letzten offenen Bereiche des Dachs. 2024 sind von den Webcams aus vor allem die Arbeiten an den Lichtaugen und den Gitterschalen im Mittelpunkt. Am Südkopf entsteht die große Gitterschale des dortigen Bahnhofeingangs. Gleichzeitig wächst die große Treppe zum Verteilersteg C. Dafür werden große Gerüstkonstruktionen aufgebaut. Unter den weißen Zelten laufen weiterhin Arbeiten an den Lichtaugen. Von außen wirkt die Baustelle stellenweise ruhiger als in den Jahren zuvor. Tatsächlich laufen jedoch weiterhin zahlreiche Ausbau- und Montagearbeiten parallel. Am Nordkopf, also am Kurt-Georg-Kiesinger-Platz, wächst die Gitterschale sichtbar in die Höhe. Sie bildet später den nördlichen Zugang zur Bahnsteighalle. Erneut verschwinden immer mehr Krane aus dem Bild. Gleichzeitig werden Gerüste umgesetzt und einzelne Bereiche bereits für spätere Ausbauarbeiten vorbereitet. 2025 verändert sich das Bild der Baustelle erneut deutlich. Nach und nach werden die großen Montagezelte zurückgebaut. Dadurch lässt sich erahnen, an wie vielen Lichtaugen parallel gearbeitet wurde und welche Bereiche inzwischen fertiggestellt sind. Mit jedem abgebauten Zelt wird mehr von der Deckenkonstruktion sichtbar. Gleichzeitig laufen auf der Baustelle weiterhin zahlreiche Arbeiten parallel, von technischen Anlagen bis zu Ausbauarbeiten. Auch am Südkopf verändert sich die Situation. Im Juni wird die Einhausung der Gitterschale zurückgebaut. Damit wird nach und nach die Gitterschale des nördlichen Bahnhofszugangs sichtbar, die zur Eröffnung vollständig enthüllt wird.
Während immer mehr Gerüste, Container und Baustelleneinrichtungen verschwinden, nähert sich der Bahnhof Schritt für Schritt seinem künftigen Erscheinungsbild an. 10 Jahre Bauarbeiten in wenigen Minuten. Erst im Zeitraffer wird sichtbar, wie viele einzelne Bauphasen notwendig sind, bis aus einer großen Baugrube eine Bahnhofshalle entsteht. Wenn ihr auch in Zukunft keine Updates und Zeitraffer rund um Stuttgart 21 verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal.